Es gibt Dinge, die sind ihrer Zeit voraus. Es gibt aber auch Dinge, die sind zeitlos. Und dann gibt es Gargoyles. Ein Film, der so laut schreit, 1950er, dass man fast vergessen könnte, dass der Film im Jahr 1972 veröffentlicht wurde. Da lief der Film übrigens als Fernsehpremiere auf dem amerikanischen Sender CBS und das angeblich sogar in einer Version, die ein kleines bisschen kürzer ist als die Version, die dann letzten Endes ihren Weg etliche Jahre später auf die runde Silberscheibe namens DVD gefunden hat. Aber bevor das passiert ist, hat der Film noch eine wirklich interessante Produktionsgeschichte hinter sich. Geschrieben wurde der Film nämlich unter anderem von Stephen Karpf, der zum Beispiel an der Serie Kung Fu beteiligt war. Regie führte Bill Norton, den wir aus Buffy oder auch Convoy kennen, aber eine der Hauptrollen in dem Film spielt tatsächlich kein geringerer als Scott Glenn, der unter anderem in Titeln wie Das Schweigen der Lämmer, Backdraft, Jagd auf Roter Oktober oder Sucker Punch zu sehen war. Aber nicht nur das, Gargoyles gewann damals, als er ausgestrahlt wurde, sogar einen Primetime Emmy Award im Jahr 1973, nämlich für das beste Make-up an dem Gargoyle himself. Und das Make-up wurde übrigens gemacht von keinem geringeren als Stan freaking Winston, den man natürlich von füge beliebigen guten Film mit tollem Make-up an dieser Stelle ein. Aber er war nicht alleine an diesen Make-up-Effekten beteiligt. Es hatte beispielsweise auch noch Del Armstrong, den wir kennen als Make-up-Artist von Return of the Living Dead 2, beziehungsweise Alice Berman Jr. von The Goonies, ihre Hände mit im Spiel bei dem Make-up. Und da muss man auch am Anfang von diesem Review definitiv sagen, diese Gargoyle-Effekte sehen einfach großartig aus. Die Gargoyles sind natürlich nicht dieselben Gargoyles wie in der Disney-Serie, füge beliebigen Witz darüber, wie scheiße Disney Plus ist an dieser Stelle ein, sondern es handelt sich dabei mehr oder weniger um eine von Satan beherrschte Rasse, die dasselbe machen wollen, was sie jeden Abend machen, nämlich die Weltherrschaft an sich zu reißen. Aber dabei haben sie ihre Rechnung natürlich ohne Scott Glenn und Co. gemacht, die hochmotiviert dagegen ankämpfen. Und mit hochmotiviert meine ich, dass eine Schauspielerin namens Grayson Hall eine tolle Idee hatte während der Dreharbeiten. Sie hatte nämlich die Idee, dass ihr Charakter in jeder Szene, in der sie im Bild ist, etwas zu trinken in der Hand halten musste. Eine absolut definitiv komplett uneigennützige Idee, die sich überraschenderweise mit meiner Idee überschneidet, wenn ich mir Filme wie Gargoyles anschaue. Aber auch abgesehen davon hat der Film einige wirklich interessante Details hinter der Kamera zu erzählen. Er wurde beispielsweise über einen Zeitraum von nur 18 Tagen, weswegen der Regisseur, der das Projekt ursprünglich realisieren hätte sollen, davon wieder zurückgetreten ist und Bill Norton überhaupt erst ins Spiel kam, gedreht wurde. Außerdem natürlich das Ganze noch mit einer einzigen Kamera. Einige wirklich interessante Sachen für einen Film, der mich persönlich echt wahnsinnig interessiert hat, denn das, was ich am Anfang gemeint habe mit der Film schreit ganz laut nach den 50er Jahren, war eigentlich nicht einmal negativ gemeint, ganz im Gegenteil. Mein erster Gedanke, als ich Gargoyles gesehen habe, ging eher so in die Richtung eines Films, der zwar in Farbe vorliegt, wäre er aber in Schwarz-Weiß eigentlich ein perfekter Kandidat für die Galerie des Grauens von Anolis gewesen. Ein irgendwie liebenswürdiger, aber doch einfach sehr, sehr 50-styliger Film, der mich persönlich großartig unterhalten hat. Die Gargoyles sehen in dem Film wirklich absolut großartig aus. Bei der Inszenierung merkt man eben, wie dieses antiquierte Format einerseits durchgesetzt wird, andererseits natürlich auch, wie sich der Film von Werbepause zu Werbepause handelt. Es ist ein Film, der schreit nach alt, aber er schreit laut, er schreit deutlich und er schreit das vor allem wahnsinnig unterhaltsam. Und deswegen freue ich mich, dass dieser Film, der übrigens bislang noch niemals im deutschsprachigen Raum veröffentlicht wurde, jetzt auch über 30, 40, fast 50 Jahre nachdem er entstanden ist, nämlich Anfang Juni 2020, über WGF und Schröder Medien auch seinen Weg auf eine deutsche DVD gefunden hat. Als kleinen Disclaimer erwähne ich gleich am Anfang dazu, dass dieser Film für diesen DVD-Release nicht deutsch synchronisiert wurde und lediglich in der englischen Originalsprachfassung mit optionalen deutschen Untertiteln vorliegt. Mir persönlich macht das nichts. Für einige andere vielleicht ein Ausschlusskriterium.
Trotzdem freue ich mich auf jeden Fall darauf, euch in der heutigen Ausgabe von Playzockers DVD-Check die brandneue, limitierte deutsche DVD-Veröffentlichung von Gargoyles näher vorzustellen. Und bis denn du Depper, dieses Cover spricht Bände, genauer gesagt Photoshop für Anfänger, Band 1, 2, 3, 4 und 5. Das ist übrigens aber auch dasselbe Cover-Artwork, mit dem der Film in Amerika von Playzockers auf DVD veröffentlicht wurde. Der einzige Unterschied ist nur, dass die amerikanische DVD-Auswertung einen anderen Titelschriftzug hat und dass man natürlich den Untertitel hier eingedeutscht hat. Sie kommen, um dich zu holen. Ja, aber zuerst sollten sie vielleicht noch gehen, ein paar Beistriche holen und dann können sie wieder zurückkommen für mich. Wir sehen übrigens auf diesem Frontcover einige der Gargoyle-Kreaturen, natürlich den Haupt-Gargoyle, Front and Center. Der, muss man allerdings zugeben, im Film dann doch ein bisschen authentischer rüberkommt als hier in der ein bisschen schärfer gefilterten und bearbeiteten Version auf dem DVD-Frontcover. Trotzdem finde ich, merkt man an diesem Cover-Artwork durchaus, was für eine Liebe in diesen Kostümen steckt. Wie gesagt, wenn unter anderem Stan Winston an diesen beteiligt war, dann würde ich mir ehrlich gesagt da auch deutlich nicht weniger erwarten. Wir sehen ein eigentlich ganz gut aufgebautes Cover-Artwork, das vor allem von den Farben her einheitlich, aber doch irgendwie ansprechend ist und können deswegen jetzt einmal über den Spine, wo wir neben dem Filmtitel auch noch einen Ausschnitt aus dem Frontcover sehen, auf das Backcover wechseln. Da bekommen wir noch weitere Bilder und Ausschnitte aus dem Film zu sehen. Man merkt natürlich, dass, wenn es sich um eine amerikanische TV-Produktion aus dem Jahr 1972 handelt, man in diesem Fall nicht wirklich umfangreiches Bildmaterial hat, auf das man für diesen DVD-Release zurückgreifen kann. Ja, die Miniaturversionen der Akteure aus dem Film sind hier ein kleines bisschen unscharf, weil man einfach natürlich das Material aus dem Film vergrößern musste, weil man eben nicht auf andere Poster oder Aushangfotos oder sonstige Schweinereien, die es normalerweise bei Kinoproduktionen gegeben hätte, zurückgreifen hat können. Trotzdem, finde ich, bekommt man einige sehr coole Ausschnitte aus dem Film hier auf dem Backcover zu sehen. Erfährt dann eben in den technischen Details eigentlich recht deutlich, dass es keine deutsche Synchro gibt und dass es aber auch, was bei einer TV-Produktion auch weniger überraschend ist, kein Bonusmaterial gibt. Wobei, weniger überraschend ist relativ, bei der amerikanischen DVD von Playzockers war noch ein Audiokommentar des Regisseurs mit an Bord, der leider auch seinen Weg auf diese deutsche Veröffentlichung nicht gefunden hat. Werfen wir jetzt einmal einen Blick ins Innere. Da finden wir einerseits natürlich auf der rechten Seite die DVD mit demselben Artwork, das wir auch auf dem Frontcover haben, was meiner Meinung nach hier eigentlich recht gut eingefasst wurde, weil es sich ziemlich schön mit dem ergänzt, was eben unterhalb der Disc dank des Wendecovers zu sehen ist. Übrigens, apropos Wendecover, das enthält natürlich nicht nur auf dem Frontcover links unten das große FSK-Logo, das außen zum Glück niemand braucht, sondern wir bekommen eben auf dem Backcover links unten auch noch unsere individuelle Limitierungsnummer von dieser DVD, die eben limitiert ist auf insgesamt nur 1000 Stück. Und jetzt natürlich zur alles entscheidenden Frage. Gargoyles ist ein Film aus 1972, der damals für das amerikanische Fernsehen produziert wurde. Sprich, eine Situation, in der in Sachen Bildqualität auf der deutschen DVD nahezu alles passieren kann. Damals wurden die Fernsehfilme natürlich ebenfalls noch auf Film gedreht. Allerdings stellt sich die Frage, ist da irgendein ausreichendes Filmmaterial erhalten geblieben oder vielleicht überhaupt nur irgendwelche Longplay VHS-Aufzeichnungen. Sprich, von bis ist hier alles möglich. Und deswegen freue ich mich darauf, euch im nächsten Segment von Playzockers DVD-Check wie gewohnt einige Screenshots aus dem deutschen DVD-Transfer direkt zu zeigen, weise allerdings wie gewohnt darauf hin, dass ich diese Bilder zwar alle selber gemacht und nicht irgendwie bearbeitet oder verfremdet habe, dass ich sie aber natürlich abspeichern, ins Video einfügen, dieses dann rendern und auf YouTube hochladen musste, weswegen die Bildqualität der Screenshots in der jetzt folgenden Slideshow nicht mehr 1:1 mit der tatsächlichen DVD-Bildqualität übereinstimmen können. Und ganz ehrlich, bevor wir jetzt wirklich über die Bildqualität sprechen, eines muss ich loswerden. Habt ihr vielleicht, wenn ihr ähnlich so alt seid wie ich, früher auch die klassischen Goosebumps, aka Gänsehautbücher von R.L. Stine gelesen? Das ist dieser Titelschriftzug, der jetzt
schon länger nicht mehr im Bild ist, aber ganz im Ernst, dieses Gargoyles Logo, das sieht einfach irgendwie großartig aus. Und apropos großartig, ich denke mir, ihr habt euch in den letzten Sekunden schon einmal ein bisschen eine eigene Meinung über den DVD-Transfer bilden können und seid da wahrscheinlich d'accord mit mir. Das ist ein außerordentlich fantastischer DVD-Transfer. Wir bekommen für einen Film aus dem Jahr 1972 ein wirklich schönes, eigentlich weitestgehend farbenfrohes Bild, das meiner Meinung nach sogar auch in den dunklen Szenen noch immer eine angenehme Durchzeichnung aufweist und das Bild eben nicht in einem schwarzen Sumpf absaufen lässt. Ebenfalls sehr zufrieden bin ich mit der Schärfe des hier vorliegenden Transfers. Sowohl in den näheren als auch in den weiter entfernteren Aufnahmen bekommen wir einige Details zu sehen. Die Farben machen eigentlich einen wirklich frischen und wirklich kräftigen Eindruck und so, ganz ehrlich, wenn man jetzt natürlich die Kleidung und Autos und so weiter aus dem Film außer Acht lässt, so wie der Film aufgrund seiner Inszenierung eigentlich eher in Richtung Hallo 50s schreit, so schreit der Transfer von der DVD eigentlich in Richtung der 90er Jahre. Ein definitiv frisches, gut erhaltenes Bild, wobei ich an der Stelle dazu sagen muss, dass der Transfer wahrscheinlich deutlich schlechter gewesen wäre, wäre dieser Film in den 90er Jahren produziert. Das ist dann nämlich der Moment, wo sie bei amerikanischen Serien dann dazu umgeschwenkt sind, das Ganze nur mehr auf Video zu drehen, um dann eben lassen wir das. Hier hatte man aber zum Glück gutes Material vorliegen, das man für die DVD-Auswertung gut aufbereiten konnte und das ist auch gut so. Und abschließend bleibt mir nur zu sagen, danke WGF, danke Schröder Media dafür, dass ihr diesen Film ausgegraben habt. Gargoyles ist einer dieser Filme, von denen ich bis zur Ankündigung der deutschen DVD-Veröffentlichung noch nicht einmal einen Furz gehört habe. Einer eben wie jener Filme, der dann regelmäßig von Anolis in der Galerie des Grauens ausgewertet wurde. Ein schöner Science-Fiction-Klassiker, den ich zuvor nicht kannte, über den ich mich dann aber rückblickend wirklich wahnsinnig freue und eigentlich fast gehofft hätte, ich hätte ihn schon früher kennenlernen dürfen. So bekommen wir jetzt aber mit Gargoyles eine ansprechend, aber doch sehr einfach ausgestattete deutsche DVD. Für all jene, die Wert legen auf deutsche Synchro, ist dieser Release wahrscheinlich ein bisschen problematisch. Die fehlt nämlich, weil es die einfach nicht gibt und offensichtlich nicht die Möglichkeiten da gewesen waren, diesen Film für diese DVD deutsch zu synchronisieren. So muss man ausschließlich mit der englischen Originalfassung mit optionalen deutschen Untertiteln Vorlieb nehmen. Etwas, das ich jetzt an dieser Stelle gar nicht bewerten möchte, weil ob das jetzt toll ist oder scheiße ist, entscheidet sowieso jeder für sich selber. Mir persönlich ist es egal, weil ich die Filme ja sowieso eher im englischen Originalton denn in der Synchro schaue. Schade ist auch, dass der Audiokommentar der amerikanischen DVD von Classic Media nicht seinen Weg mit drauf gefunden hat, aber insgesamt ist es für den schmalen Taler eine schmale, aber doch ansprechende DVD, die vor allem für uns jetzt abseits des Imports endlich eine gute, kostengünstige Möglichkeit schafft für alle, die genauso wie ich ganz gerne das Abenteuer der Gargoyles miterleben wollen.